Ein fulminantes Moin und herzlich willkommen zur 15. Leuphana-Konferenzwoche hier live aus dem vom Campus der Leuphana. Das Motto New Deal, Green and Peaceful, und heute werden wir ein wenig dem Klimaschutz, der Zukunft und den verschiedenen Rollen, die wir haben, auf den Zahn fühlen. Und zwar geht es darum, Wissenschaft trägt Verantwortung, was lernen wir eigentlich aus der Pandemie für den Klimaschutz. Und das Ganze mache ich natürlich sehr, sehr gerne mit Annika Weiser. Schön, dass du da bist. Annika, du bist Nachhaltigkeitswissenschaftlerin und Koordinatorin des Verantwortungsmoduls, das wir hier in der Leuphana haben. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit, oder? Und legen los, denn wir haben spannende Gäste heute. Genau, ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank. Genau, und wir freuen uns, dass wir die vor uns liegende Stunde mit einem der weltweit führenden Klima- und Meeresforscher verbringen können und aktiv und intensiv ins Gespräch kommen können zu einem Thema, das uns, glaube ich, wirklich sehr am Herzen liegt, nämlich die Frage, wie Wissenschaft und Verantwortung eigentlich zusammenhängen und was wir aus der Pandemie für den Klimaschutz lernen können. Dazu begrüßen wir ganz herzlich unseren heutigen Gast, Professor Dr. Stefan Rahmstorf. Hallo, Herr Rahmstorf, schön, Sie zu sehen. Moin aus Lüneburg. Herr Rahmstorf, Sie haben Physik und Ozeanographie studiert und forschen heute am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung vor allem zu den Folgen der globalen Erwärmung und den komplexen Wechselwirkungen des Systems Erde. Was Sie aber vor allem auch versuchen, ist immer wieder auch auf diese wissenschaftlichen Erkenntnisse verständlich zu machen und vor den Folgen der aktuellen Entwicklung zu warnen. Und wahrscheinlich haben Sie sich nicht schon einmal gefragt, ob und warum man Sie und andere Forschende nicht so recht zu hören scheint oder nicht immer zu hören scheint. Jetzt liegen 2 Jahre Pandemie hinter uns und auch hier ging es ganz viel darum, die Wissenschaft zu hören und auf Basis ihrer Erkenntnisse zu handeln. Gab es da für Sie einen Punkt, an dem Sie gedacht haben, schau, so kann es also auch laufen und hier können wir vielleicht aus der Pandemie auch etwas für den Umgang mit der Klimakrise mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, dass ich in der ersten Welle der Pandemie sehr überrascht war, wie handlungsfähig doch die Politik ist, weil tatsächlich wir also ich persönlich seit 30 Jahren den Mund fusselig rede, letztlich über die drohende Klimakatastrophe, und es wird immer der Eindruck vermittelt, die Politik ist eigentlich gar nicht handlungsfähig und kommt über Lippenbekenntnisse zum Klimaschutz nicht hinaus. Und in der Pandemie konnten auf einmal grundlegende Freiheitsrechte wie Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden und die Bewegungsfreiheit und der Flugverkehr weitgehend zum Erliegen gebracht und so weiter. Das wäre ja alles, um einen verheerenden Klimawandel zu vermeiden, bislang jedenfalls undenkbar gewesen. Und da war ich durchaus positiv überrascht, ehrlich gesagt. Sie haben es gerade schon angesprochen, hier sieht man vielleicht, wie gut Wissenschaft und Politik dann zusammengearbeitet haben oder wie sehr Politik dann eben Entscheidungen trifft, die auf der Wissenschaft basieren. Da wollen wir auf jeden Fall heute noch weiter reinzoomen. Und wir haben eine zweite Gesprächspartnerin, und zwar Katharina Fegebank ist uns auch zugeschaltet, zweite Bürgermeisterin von Hamburg und Wissenschaftssenatorin. Und Frau Fegebank, Sie kennen sich ja hier auf dem Campus bestens aus, kann man sagen. Sie haben im Präsidium gearbeitet. Schön, dass auch Sie da sind. Ja, moin aus Hamburg. Freue mich wirklich sehr, dabei zu sein, und super, dass es die Konferenzwoche noch gibt. Ich habe ja in Lüneburg mal gearbeitet und durfte das auch schon mal mit begleiten. Ja, wir nehmen mit, was sich gut hält, und das tut die Konferenzwoche auf jeden Fall. Sehr schön. Ist das schon die 15. Aber einmal sehr nachhaltig. Ja, nachhaltig, das stimmt. Gab es denn für Sie so ein paar Momente oder einen Moment in der Pandemie, in den letzten 2 Jahren jetzt, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ist richtig gut gelaufen, da nehmen wir uns jetzt wirklich was mit für die Zukunft? Ja, zum einen natürlich, dass Wissenschaft tatsächlich Höchstleistungen vollbracht hat. Und ich meine damit nicht nur Therapieentwicklung und vor allem die Impfstoffentwicklung. 4 wirksame oder 5 wirksame und absolut zuverlässige, sichere Impfstoffe in so kurzer Zeit zu entwickeln, das ist wirklich bemerkenswert. Aber was ich natürlich durch die Pandemie hinweg beeindruckend fand, ist, dass von Beginn an wissenschaftliche Erkenntnisse, wissenschaftliche Stimmen gehört wurden, oft auch erhört wurden, und dass tatsächlich in manchen Phasen der Pandemie die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch die Grundlage dann für politische Entscheidungen gewesen sind.
Natürlich gibt es immer den Unterschied zwischen Empfehlungen aus der Wissenschaft, aus bestimmten Fachdisziplinen und dann den politischen Aushandlungsprozess, der so viele verschiedene Abwägungen dann treffen muss, sicherlich auch Kompromisse finden muss. Aber das ist, finde ich, etwas, was bleiben sollte und bleiben muss, dass die Stimme der Wissenschaft so sehr im öffentlichen Fokus platziert und dann natürlich auch gehört wird. Das heißt, Sie in Ihrer Doppelrolle zwischen Wissenschaft und Politik können das durchaus ab und zu nachvollziehen, dass vielleicht die Wissenschaft so eine Art Frust hat und ab und zu denkt, es kann ja nicht sein, dass vielleicht von der Politik dann zu langsam gehandelt wird, weil eben dann bestimmte Kompromisse oder andere Stränge da noch hinzukommen? Ich kann das absolut nachvollziehen. Und das ist natürlich auch Teil der Lehre jetzt aus der Pandemie, dass man natürlich in den ersten Wochen und Monaten, als man noch sehr wenig über das Virus wusste, ganz genau hingehört hat, auf jede neue Beobachtung, Modellierung, auf jedes Paper gewartet hat, in erster Linie von den Medizinerinnen, von den Virologinnen und Virologen, die uns das Virus erklärt haben. Und natürlich haben wir dann mit Blick auf Lockdown, mit Blick auf Schul- und Kitaschließungen den Gesundheitsschutz ganz nach oben gestellt und ja wirklich auch erhebliche Grundrechtseinschränkungen über einen sehr langen Zeitraum gemeinschaftlich verabredet, Bund-Länder-Ebene, die Länder untereinander, weil wir gar keine Alternative dazu sahen. Ja, dass Gesundheitsschutz ein so hohes Gut, ein so hoher Wert ist, dass wir uns danach ausrichten. Und wir haben ja jetzt die letzten Wochen und Monate verstärkt auch die Debatte geführt, was es sonst noch für gesellschaftliche Auswirkungen, gerade mit Blick auf psychische Gesundheit, Fragen, wie eigentlich Kinder und Jugendliche die letzten Jahre erlebt haben, die sehr viel stärker dann im öffentlichen Fokus standen. Und das finde ich schon auch spannend, dass man dann auch das ganze Feld berücksichtigen muss und wir natürlich priorisiert haben in unseren Entscheidungen und das hat zu Recht bei Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern anderer Disziplinen und natürlich auch im Großteil der Bevölkerung für richtig Frust gesorgt, ja. Ja, verständlich. Jetzt könnte man ja sagen, also und so haben Sie es beide jetzt gerade auch ein bisschen umschrieben, Aufgabe der Wissenschaft ist es im Prinzip, möglichst gesicherte Erkenntnisse zu generieren und die Aufgabe der Politik wäre es dann, verantwortungsvoll auf Basis dieser Erkenntnisse zu handeln und so hat es letztendlich auch während der Pandemie ja ganz gut funktioniert. Würden Sie sagen, dass diese traditionellen Handlungsräume von Wissenschaft und Politik dann während der Pandemie so ein bisschen verschwommen sind oder verschoben wurden? Ist das eine Frage an mich? Gerne an beide, aber vielleicht starten Sie, Herr Rahmsdorf. Ja, fangen Sie gerne an. Okay, also das glaube ich eigentlich nicht. Also ich denke, dass es schon so war, die Wissenschaftler haben beraten, haben die Fakten dargelegt, haben Optionen, Handlungsoptionen aufgezeigt, aber entschieden haben natürlich die gewählten und dadurch demokratisch legitimierten Entscheidungsträger in der Politik. Und so sollte das auch laufen. Ich glaube, vielleicht ist es in der öffentlichen Wahrnehmung etwas verwischt, weil es gab ja auch tatsächlich Angriffe seitens der Bild-Zeitung zum Beispiel, die das so dargestellt hätten, als würden die Wissenschaftler jetzt hier Maßnahmen diktieren, was natürlich nicht der Fall ist. Ja, wenn ich das aufgreifen kann, ich habe zwei Trends besonders verschärft unter dem berühmten Brennglas jetzt wahrgenommen in der Pandemie. Der eine Trend, ein sehr positiver, dass doch ein Großteil der Bevölkerung wissenschaftlichen Fortschritt und auch neuen Technologien großes Vertrauen entgegenbringt. Das ist erstmal eine sehr gute Erkenntnisbeobachtung. Ich kann sie nicht wissenschaftlich hinterlegen, aber das ist mein Eindruck, den ich gewonnen habe als Landespolitikerin, aber natürlich auch mit engen Bezügen zu den Kolleginnen und Kollegen, sowohl im kommunalen Raum, aber auch im bundespolitischen Raum. Und dann der zweite Trend, der ist eben gerade schon angesprochen worden, dass wir natürlich auch das Feld der Desinformation, der Fake News, auch der Bedrohung Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gegenüber öffentlich einen ganz neuen Raum, einer ganz neuen Öffentlichkeit
zugänglich gemacht haben. Und das ist auch wichtig, die Debatte darüber zu führen, differenzieren zu können, Klarheit zu haben, was sind eigentlich Fakten und wo ist man vielleicht Verschwörungstheoretikerinnen, Theoretikern auf dem Leim gegangen, Schwurblern und anderen, die sich auch vermeintlichen wissenschaftlichen Anstrich geben. Und dafür ist diese Auseinandersetzung und die Debatte wirklich wichtig. Und wenn ich daraus jetzt ableite, was wir mitnehmen, was Learnings sind, also man kann keine Kompromisse schließen mit Viren und genauso wenig kann man Kompromisse schließen mit Klima und Klimawandel. Und die Erkenntnisse, und da verstehe ich den Frust doppelt und dreifach, bei der Pandemie ist ja immer entschieden worden. Vielleicht nicht so, wie der oder die Wissenschaftlerin das aus ihrer fachlichen Perspektive sich immer gewünscht hätte. Vielleicht nicht konsistent genug, manchmal auch nicht schnell genug, manchmal nicht abgestimmt genug. Aber beim Klima liegen die Erkenntnisse seit Jahren, seit Jahrzehnten vor. Wir haben also gar kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Und da sind wir natürlich gefragt, auf allen Ebenen über unsere Klimagesetze, über Rahmungen, über Klimapläne, die es überall gibt, die sicher überall noch nicht ehrgeizig genug sind, wo wir auch wissen, wo wir noch nachsteuern müssen, hier schneller und konzentrierter und auch konzertierter zu agieren. Und das ist mit Sicherheit auch ein Learning aus der Pandemie, jetzt wirklich zu tun, was die Wissenschaft mit Modellierung, mit Studien, mit Expertenberichten, IPCC etc. uns seit Jahren eigentlich aufgibt. Das heißt, vielleicht werden so einige wissenschaftliche Erkenntnisse, die schon klar sind, noch nicht in allen Politikfeldern wirklich beherzigt oder bei wirklich allen politischen Entscheidungen der verschiedenen Felder, die es ja wirklich gibt, beherzigt? Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, es hat sich während der Pandemie nochmal etwas gezeigt, was wir Klimaforscher eben seit Jahrzehnten kennen, nämlich, dass es einen bestimmten Prozentsatz der Menschen gibt, die unangenehme Wahrheiten, unangenehme wissenschaftliche Erkenntnisse einfach nicht wahrhaben wollen, die dem nicht ins Auge blicken wollen und sich lieber irgendwelchen Verschwörungstheorien anheimgeben, die einfach nicht Hand und Fuß haben. Und es gibt aber entscheidende Unterschiede zwischen der Pandemie und dem Klima dabei. In der Pandemie werden die Menschen, die die Realität nicht wahrhaben wollen, ja quasi direkt bestraft und auch die Politiker, wie jetzt Bolsonaro in Brasilien zum Beispiel, die einfach die Augen verschließen vor den Fakten, die zahlen sofort praktisch, oder ihr Volk, ihr Land zahlt den Preis dafür in Form einer horrenden Todesrate in Brasilien zum Beispiel im Vergleich zu anderen Ländern, die besser auf die Wissenschaft gehört haben. Wir sind in der Klimakrise allerdings da in einer ganz anderen Situation, weil das Kohlendioxid, was wir ausstoßen, sich ja weltweit in der Atmosphäre vermischt. Es ist egal, wer es ausstößt, sodass immer die gesamte Menschheit mitleidet unter den Fehlentscheidungen, die die Politik hier trifft. Und auch ein wichtiger Unterschied zwischen Pandemie und Klimakrise ist, dass es in der Klimakrise Interessengruppen, die fossile Energielobby gibt, die allein in den USA hunderte Millionen Dollar in Desinformationskampagnen gesteckt haben, um die Bevölkerung gezielt zu verwirren und das ganze Thema als umstritten darzustellen, was es ja seit Jahrzehnten nicht mehr ist. Und das haben wir natürlich zum Glück in der Pandemie nicht, dass irgendwie riesige Industrien ihr Geld und ihr Gewicht noch hinter Desinformation werfen. Von daher haben wir es, glaube ich, in der Klimakrise mit wesentlich schwereren Folgen für die ganze Menschheit zu tun und auch mit wesentlich stärkeren Desinformationskampagnen als bei der Pandemie. Mhm. Mhm. Vielleicht, solange Sie, Frau Fegebank, noch dabei sein können, lassen Sie uns gemeinsam einen kurzen Blick nach vorne wagen. Also was nehmen wir mit? Wie können wir gerade diese Schnittstelle von Wissenschaft und Politik künftig noch besser ausgestalten, um auf diese großen Herausforderungen vorbereitet zu sein, wie Sie sie gerade beschrieben haben, Herr Ramsdorf? Und um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, werfe ich Ihnen einmal 3 Szenarien hin, wie vielleicht irgendwie diese Zusammenarbeit aussehen könnte. Und mich würde dann interessieren, wie
was Sie davon halten oder wie wohl Sie sich in diesen Szenarien fühlen würden. Das eine könnte ja sein, dass wir so ähnlich weitermachen wie mit dem Krisenstab in der Pandemie, der jetzt durch die neue Bundesregierung eingerichtet worden ist. Das heißt, ein interdisziplinär zusammengesetztes Gremium, das Entscheidungen zumindest gemeinsam berät und vorbereitet. Eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass wir uns in Richtung einer Expertinnenregierung bewegen, wo Ministerämter besetzt werden durch einschlägige Wissenschaftlerinnen, wo es also zum Beispiel einen Klimawissenschaftler gäbe oder eine Klimawissenschaftlerin am Kopf eines Klimaministeriums. Oder wenn wir in eine ganz andere Richtung denken, wir versuchen vielleicht eine intensivere Einbindung von Bürgerräten, die zufällig zusammenkommen für ein bestimmtes Thema und wo Wissenschaftlerinnen dann eher tatsächlich diese klassische beratende Rolle haben und man dann versucht, eben auf der Basis Entscheidungen zu treffen. Das heißt, diese Szenarien unterscheiden sich ja ein bisschen in dem Punkt, wer trifft eigentlich Entscheidungen und wer trägt letztendlich auch die Verantwortung für diese Entscheidungen. Vielleicht zuerst an Sie, Frau Fegebank, in welchem dieser Szenarien oder welches dieser Szenarien würde Ihnen am geeignetsten erscheinen, um zum Beispiel Themen wie die Klimakrise effektiv anzugehen? Wo haben Sie vielleicht tatsächlich auch in Hamburg schon Erfahrungen gesammelt? Ja, also ich würde eine Kombination aus Szenario 1 und 3 wählen, weil ich es zum einen wichtig finde, dass die Entscheiderinnen und Entscheider in den jeweiligen Ressorts, in den Ministerien und auch die dazugehörigen Verwaltungen natürlich auch eine klare, wissenschaftsfundierte, faktenbasierte Grundlage haben, die dann Entscheidungen vorbereitet. Das heißt, ein Beratungsgremium, ein Klimarat, ein Klimabeirat, wie wir ihn übrigens in Hamburg haben, der auch mit wissenschaftlicher Expertise besetzt ist und Vorschläge macht, die dann Teil der politischen Debatte sind, die durchaus auch Diskussionen anregen, heftige Diskussionen anregen, halte ich für ein ganz, ganz sinnvolles Instrument, von dem ich auch glaube, dass die Bundesregierung, die sich ja sehr ehrgeizige Ziele gesetzt hat, auf den 1,5-Grad-Pfad von Paris zu kommen und auch die CO2-Reduktion deutlich vor 2050 eben auf diesen Pfad auch tatsächlich zu bringen, um eben die von Herrn Ramsdorf beschriebenen Effekte, auch gerade mit Blick auf den globalen Süden, das hat der IPCC-Report von vor 3 Tagen jetzt auch nochmal eindrücklich unter Beweis gestellt, dass sich Ungleichheiten verschärfen, dass vor allem Armutsphänomene bezogen auf den globalen Süden durch die globale Naturkatastrophe, die der Klimawandel ja ist, auch verstärken. Deshalb brauchen wir diese Gremien. Wir haben das in Hamburg schon aufs Gleis gesetzt und wir haben auch schon erste Empfehlungen und natürlich Bürgerinnen und Bürgerräte auch als ganz wichtiges Instrument, um die von Ihnen angesprochene Frage von wer ist eigentlich beteiligt an Entscheidungen und wer übernimmt letztendlich auch ein Stück weit mit Verantwortung, nicht auszulagern. In unserem parlamentarischen, demokratischen System ist das so nicht essentieller Bestandteil, aber für mich ein wichtiger und innovatives und neues Moment, möglichst viele dabei zu haben, die auch tatsächlich aus den unterschiedlichen Perspektiven ihre Haltungen, ihre Positionen, ihr Erleben auch mit einbringen, um auch Entscheidungsfindung im politischen Raum, auf welcher Ebene auch immer, noch ein Stück zu erden und auch rückzukoppeln. Szenario 2 ist keins, mit dem ich mich anfreunden könnte. Ich bleibe da beim Sport, beim Fußball, jeder und jede an seinem und ihrem Platz. Das ist ein demokratisch gewähltes Parlament, aus dem sich dann die Regierung, eine Koalition, eine Konstellation herauskristallisiert. Wir sehen gerade in Tagen wie diesen, wie wichtig es ist, dass wir klare Verantwortlichkeiten, klare demokratische und rechtsstaatliche Prozesse haben. Und eine Expertinnenregierung ist vielleicht mal ein interessantes Experiment, aber nichts, von dem ich dauerhaft glaube, das ist die Entscheidung, die dann für alle gut sind und dem Gemeinwohl dienen, wirklich so zuträglich ist. Das muss ich ganz klar sagen. Vielen Dank. Ja, also da
Wie sieht's Da bei kann dir ich nur hundertprozentig zustimmen, denn also zum Beispiel bin ich ja vermutlich doch ein leidlich guter Wissenschaftler, aber ich glaube, ich wäre ein schrecklich schlechter Minister, weil ich glaube, dass da einfach sehr unterschiedliche Qualitäten gefragt sind, die man dazu braucht für diese Jobs. Und ich möchte auch einen Ministerjob wirklich nicht machen. Ich beneide die Menschen in der Politik nicht darum, diese Arbeit zu tun. Ich denke, die wissenschaftliche Beratung sollte tatsächlich über solche Expertengremien organisiert sein. Ich war ja selber 8 Jahre lang Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderung der Bundesregierung, davor auch einige Jahre als Berater in einem Gremium der baden-württembergischen Landesregierung aktiv. Und das ist auf jeden Fall wesentlich besser, als wenn die Politik sich von einzelnen Wissenschaftlern beraten lässt, womöglich über Äußerungen, die in den Medien tun oder so. Ja. Und das hat ja sich auch gezeigt, dass dann unterschiedliche Wissenschaftler etwas Unterschiedliches sagen. Das klingt dann sehr widersprüchlich und verwirrt die Öffentlichkeit. Häufig in der Pandemie waren das ja auch nur Scheinwidersprüche, die, wenn diese Wissenschaftler sich unterhalten, leicht ausgeräumt werden, weil es ja unterschiedliche Voraussetzungen für bestimmte Statements gibt und so weiter. Und die wissenschaftliche Beratung ist auf jeden Fall immer besser, wenn eine Gruppe von Wissenschaftlern das vorher ausdiskutieren, wie sie die Daten interpretieren zum Beispiel, was sie für Empfehlungen vielleicht machen können. Das sollte ausdiskutiert werden und es ist auch sehr gut. Wir haben damals im WBGU, und den gibt es ja auch heute noch, auch einen Stab von Mitarbeitern gehabt, die dann Recherchen machen, Papers lesen. Zum Thema Klimawandel, nur mal um eine Zahl zu nennen, erscheinen pro Jahr mehr als 20.000 Fachpublikationen. Das kann ja auch kein einzelner Wissenschaftler alles verfolgen und lesen. Und von daher ist es natürlich auch wichtig, dass solche Beratungsgremien vernünftig ausgestattet sind. Und dann kann man da, denke ich, gute Arbeit machen. Bürgerräte finde ich auch super. Ich war auch als Experte beteiligt am Bürgerrat Klima kürzlich. Und ich finde aber, die haben natürlich nicht die Entscheidungsgewalt, aber deren Ergebnisse, die sie erarbeiten, die sollten von der Politik dann wirklich sehr ernst genommen und ernsthaft besprochen werden und nicht einfach beiseite gewischt werden. Dann lassen Sie uns doch gleich da nochmal raufzoomen. An dieser Stelle bedanken wir uns aber schon mal bei Ihnen, Frau Fegebank, dass Sie heute bei uns einen kurzen Einblick in die beiden Felder, in denen Sie tätig sind, geben konnten, und verabschieden uns schon mal bei Ihnen. Tschüss aus Lüneburg und sprechen Ja, dann. vielen Dank. Noch eine tolle Runde. Ich wäre auch gerne weiter dabei, aber die aktuellen Ereignisse lassen das leider nicht zu. Alles Gute und viel Erfolg noch für Ihnen auch. Vielen die Dank. Leitung. Beim nächsten Mal Bis dann wieder hoffentlich ganz. Bald. Ja, gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Tschüss, Herr Ramsdorf. Ja, Herr Ramsdorf. Wir haben gleich schon ganz viele Fragen, die wir Ihnen direkt noch weiter stellen wollen. Aber vielleicht, wenn wir jetzt schon unter uns sind, darf ich Sie noch mal fragen, weil wir es auch eben so ein bisschen rausgehört hatten, dass Sie sind wirklich seit vielen, vielen Jahren tätig im Bereich Klimaschutz. Wie halten Sie denn Ihre Motivation dazu immer noch so hoch? Wie halten Sie Ihren Kopf über Wasser und stetig weiter und weiter zu machen und weiter zu veröffentlichen und weiter zu forschen? Na, einmal ist es natürlich ein Pflichtgefühl, das ist ganz klar, weil man kann ja nicht aufhören. Wir müssen dieses Problem irgendwie lösen. Und wenn man als Wissenschaftler da eben etwas Sinnvolles beisteuern kann, Erkenntnisse beisteuern kann, auch zur öffentlichen Diskussion, dann denke ich, ist das so eine Art Bringschuld der Wissenschaftler, das auch zu tun. Und ich sehe das insofern einfach professionell. Jetzt rein persönlich motiviert mich natürlich auch viele andere tolle Menschen, die sich in dem Bereich engagieren, die man dabei kennenlernt. Und das macht es auch leichter, mit Rückschlägen umzugehen. Man ist ja nicht alleine, sondern Teil einer fantastischen Community, die sich weltweit für Klimaschutz einsetzt und innerhalb der Wissenschaft sowieso auch in der Wissenschaftscommunity, die einen da trägt. Und ihr könnt übrigens an dieser Stelle vielleicht auch eine Rolle tragen bei uns hier im Studio. Und zwar könnt ihr euch dazuschalten über den Partizipationsknopf bei Eventmobi und dann auch gleich an Sie, Herr Ramsdorf, direkt Fragen stellen. Also einfach auf Eventmobi zum Beispiel sich auf Partizipation klicken und dann
könnt ihr hier direkt eine Live-Frage stellen. Das wäre auch gut. Genau. Wir bleiben für den Moment noch einmal kurz mit Ihnen auf dieser sozusagen persönlichen Ebene. Herr Ramsdorf, Sie sind ja auch aktiv bei Scientists for Future und ich habe vorhin gesehen, die erste große Pressekonferenz der Scientists for Future ist jetzt ziemlich genau 3 Jahre her. Sie gehörten auch zu den ersten Unterzeichnern der Stellungnahme und haben regelmäßig, sind Sie bei Fridays for Futures Veranstaltungen aufgetreten. Wir haben uns in der Vorbereitung so ein bisschen gefragt, was haben Sie gedacht, als diese Proteste aufkamen? War das für Sie etwas, wo es von Anfang an klar war, dass Sie da auf jeden Fall auch als Wissenschaftler sich engagieren würden? Oder ist es eher etwas, wo Sie sagen, das machen Sie als Privatperson vielleicht? Oder hatten Sie da an der Stelle das Gefühl, dass Sie vielleicht auch ein Stück weit eine andere Rolle einnehmen oder eine Grenze überschreiten, die Sie sonst irgendwie dieser traditionellen Rolle des Wissenschaftlers zuschreiben würden? Also ich habe da keinen Moment gezögert. Ich erinnere mich noch, wie ich die ersten Meldungen aus schwedischen Zeitungen sah, dass sich da eine Schülerin jede Woche im Klimastreik vor das Parlament in Stockholm setzt und dachte, das ist toll. Hätte mir aber nicht vorstellen können, dass das solche Ausmaße erreicht. Das hat einfach einen Nerv der Zeit getroffen, dass weltweit ganz viele junge Menschen eben wirklich sehr beunruhigt sind von den Fakten, die einfach seit langem Jahr auf dem Tisch liegen. Und ich habe ja Greta dann auch relativ bald persönlich kennengelernt, als sie das Potsdam-Institut besucht hat und festgestellt, dass sie unheimlich gut informiert ist über die Klimawissenschaft. Und von daher das, was dann die Fridays for Future gefordert haben, nämlich listen to the science, also hört doch auf die Wissenschaft und setzt das um, was ihr versprochen habt im Pariser Abkommen. Da habe ich keine Sekunde gezögert, dass ich mich hinter diese Forderungen stelle, denn die sind eigentlich selbstverständlich. Die Welt hat einstimmig praktisch alle Länder der Welt in Paris dieses Abkommen verabschiedet und alle Länder haben sich verpflichtet, Anstrengungen zu unternehmen, die Erwärmung auf 1,5 Grad möglichst zu begrenzen. Und das kann man doch selbstverständlich dann von der Politik einfordern, dass sie das auch tun. Von Demonstrationen auf den Straßen vielleicht direkt hier in den Livestream. Wo sehen Sie denn, wo hört der Beitrag von Wissenschaften oder Nachforschen auf und wo beginnt eben dann zum Beispiel Wissenschaftskommunikation oder beziehungsweise vielleicht so rum. Wo sehen Sie Ihren Beitrag in der gesamten Debatte? Naja, ich denke, mein Hauptbeitrag als Wissenschaftler ist natürlich in der Wissenschaftskommunikation und da kommt es eben darauf an, die Fakten einfach so nüchtern und ausgewogen darzustellen, wie sie nun mal sind. Und wenn ich bei einer Demonstration von Fridays for Future jetzt mitlaufe, dann tue ich das als Bürger. Wenn ich eingeladen bin, auf dem Podium zu sprechen, das war ja auch schon mehrfach der Fall, dann stehe ich da oben wieder als Wissenschaftler, weil da kommt es eben tatsächlich darauf an, als Vertreter der Wissenschaft und vielleicht in dem Fall ja oft als Vertreter von Scientists for Future die wesentlichen faktischen Aussagen einfach zu machen. Ja, also von daher, das sind natürlich ein bisschen unterschiedliche Rollen. Mitlaufen tue ich als Bürger, aber wenn ich etwas öffentlich sage, dann spreche ich als Wissenschaftler. Aber das ist in dem Fall in meiner Person weitgehend deckungsgleich. Also da sind keine inneren Konflikte. Ich habe auch gesehen, dass Sie in der Bio von Ihrem Twitter-Account geschrieben haben, Views My Own. Das heißt, Sie betonen das da, aber Sie sind auch auf Twitter ja ganz aktiv. Eröffnet Ihnen Twitter vielleicht auch nochmal einen anderen Handlungsraum, sozusagen, um als Wissenschaftler auch eben wissenschaftliche Erkenntnisse zu kommunizieren und deutlich zu machen, das ist jetzt der Punkt, an dem wir tatsächlich auch vielleicht nochmal einen Schritt weitergehen könnten und wirklich tätig werden können und eben auch konkrete Handlungsoptionen aufzuzeigen, über die Sie jetzt vielleicht nicht einen wissenschaftlichen Artikel schreiben würden? Naja, also dass ich da Views My Own schreibe, soll einfach nochmal ganz klar machen, dass ich nicht irgendeine Institution vertrete. Ich vertrete da weder das Potsdam-Institut noch die Universität Potsdam noch irgendeine Position der Scientists for Future, sondern
Das ist mein persönlicher Twitter-Account, wo ich eben das tweete, was ich persönlich als Mensch und Wissenschaftler für richtig halte, aber nicht in irgendeiner Weise institutionell. Und ja, ich habe im Laufe der Jahre bei Twitter eben die Erfahrung gemacht, dass man da tatsächlich ein breites Publikum erreichen kann. Und gerade auch zum Beispiel Journalisten, Entscheidungsträger, also ein wirklich interessiertes Publikum, was einen ja selber aussucht als Menschen, dem man folgt. Und ich nutze auch Twitter. Ich habe es während der Pandemie extrem stark genutzt, um mich bei Virologen zu informieren aus erster Hand, was die zu der Pandemie sagen. Und ich muss sagen, ich habe mich auch wirklich gerade am Anfang, als noch viel unbekannt war in der ersten Welle, da besser informiert gefühlt über Twitter, indem ich den Wissenschaftlern, die die Daten hatten, das exponentielle Wachstum sahen und so weiter, habe ich mich besser informiert gefühlt als durch die klassischen Medien. Ja, danke. Das habe ich tatsächlich auch so empfunden und habe das auch so genutzt. Wo wir gerade beim wissenschaftlichen Austausch sind. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal festgestellt, okay, wir wissen im Prinzip ganz viel, aber wir müssten jetzt eigentlich mal versuchen, den Weg zu gehen, konsequent ins Handeln zu kommen. Und dass Wissen nicht automatisch zu Handeln führt, das sagen uns auch die Wissenschaften und das ist wohl bekannt. Gleichzeitig ist klar, wir müssen irgendwie versuchen zu handeln, weil vor uns ein nie dagewesener Transformationsprozess steht. Inwiefern würden Sie sagen, dass sich auch die wissenschaftliche Arbeit selbst oder insbesondere auch die wissenschaftliche Zusammenarbeit dahingehend nochmal anpassen müsste und versuchen müsste, auch auf diese Herausforderungen einzugehen? Also einerseits vielleicht in Richtung einer stärkeren, noch interdisziplinären Zusammenarbeit, die wirklich auch strukturell gefördert wird, oder vielleicht auch in Richtung einer transdisziplinären Zusammenarbeit, die Akteure außerhalb des Wissenschaftssystems mit in den Prozess einbezieht, wie aus wissenschaftlichen Erkenntnissen vielleicht auch Lösungen werden können. Ja, auf jeden Fall. Das sieht man ja auch an unserem Institut, dem Potsdam-Institut, wo wir eben nicht nur an der Problemdiagnose arbeiten. Das ist zwar jetzt mein Metier, ja, ich bin leite zusammen mit Wolfgang Lucht die Abteilung Erdsystemanalyse, wo wir untersuchen Dinge, einfach die grundlegenden Mechanismen des Klimawandels, wie Extremwetterereignisse sich verändern, wie Meeresströmungen sich ändern, wie der Klimawandel auf die Biosphäre wirkt an Land und im Ozean, diese Dinge. Aber wir haben eben auch andere Abteilungen am PIC, die sich mit den Lösungsmöglichkeiten beschäftigen, also Energiesystemmodellierung oder konkret für die Bundesregierung ausgearbeitet haben, ein mögliches Konzept oder mehrere mögliche Konzepte für eine CO2-Bepreisung und deren sozial gerechte Ausgestaltung, sodass eben die Bürger einen Teil des durch den CO2-Preis eingenommenen Geldes wieder zurückbekommen. Zum Beispiel empfohlen wird da auf Pro-Kopf-Basis, sodass dann die Menschen, die eher Geringverdiener sind und damit eben in der Regel auch wesentlich geringere Emissionen haben, am Schluss sogar mehr Geld auf dem Konto haben als ohne CO2-Preis, während die Menschen, die eben besonders viel CO2 emittieren, weil sie ein großes Auto fahren, ein großes Haus beheizen und so weiter, die zahlen dann drauf. Und solche Konzepte zu entwickeln, Lösungskonzepte, Optionen der Politik vorzuschlagen, das ist auch eine wichtige Funktion der Wissenschaft und da muss man sicher inter- und multi- und transdisziplinär zusammenarbeiten. Und international arbeiten wir ja sowieso, das hat sich ja auch in der Pandemie unter den Virologen gezeigt, dass es eine weltweite enge Zusammenarbeit gab, die Erkenntnisse sehr schnell zu teilen. Das ist auch in der Klimaforschung so, finde ich auch sehr schön von Anbeginn an, seit ich da in den 80er Jahren angefangen habe, Teil einer solchen weltweiten Zusammenarbeit und Community zu sein.
Ja, also ich hoffe, ich habe die Frage damit einigermaßen beantwortet. Ich hätte noch eine kurze Nachfrage. Versuchen Sie das, also wenn Sie unterschiedliche Abteilungen zum Beispiel im PIC haben, kommunizieren Sie auch fachübergreifend oder also abteilungsübergreifend? Versuchen Sie auch innerhalb des PICs Erkenntnisse zusammenzubringen und zu überlegen, was Sie damit anfangen können? Oder andersrum gefragt, sind die Strukturen in der Wissenschaft da, um tatsächlich konsequent auch interdisziplinär zu arbeiten? Oder basiert das mehr darauf, dass man sich ein Netzwerk selbst zusammenstellt? Nein, ich denke, so eine Struktur wie das PIC ist schon sehr wichtig, weil es gibt ja solche Forschungsverbünde, wo die Menschen dann in unterschiedlichen Instituten sitzen und interdisziplinär zusammenarbeiten sollen. Das ist nach meiner Erfahrung oft deutlich schwieriger, als wenn die Leute wirklich in einem Gebäude sitzen, sich auf dem Flur in der Kaffeepause treffen, zusammen zum Mittagessen gehen. Natürlich haben wir auch formale Abteilungsseminare, wo man eben dann hört, was machen die anderen Kollegen aus anderen Abteilungen und diskutiert das. Wir haben jedes Jahr die Research Days, 2 Tage, wo wir uns als Gesamtinstitut alle gegenseitig nochmal unsere Forschungen vorstellen und sie diskutieren. Wir hatten vor der Pandemie auch eine Lunch Lottery, wo man quasi einen Tisch per Los zusammengestellt bekam in der Kantine, wo man dann mal einfach mit Kollegen aus anderen Abteilungen zusammensaß beim Essen und die kennengelernt hat, weil inzwischen haben wir ja über 300 Mitarbeiter und da muss man schon ein bisschen nachhelfen, dass möglichst viele sich auch gegenseitig dabei kennenlernen und man nicht nur so innerhalb seiner eigenen Abteilung verharrt. Wissenschaftliches oder verantwortliches Handeln in der Wissenschaft hat ja auch immer viel mit Transparenz und auch mit Unsicherheit, sag ich mal, zu tun. Und Sie haben, wenn ich Sie mal zitieren dürfte, ich habe da mal was vorbereitet, Sie haben mal gesagt, es ist doch selbstverständlich, dass politische Entscheidungen auf Basis der besten verfügbaren Informationen fallen sollten. Auf wie viel Sicherheit oder auf wie viel Unsicherheit darf es maximal geben, sodass wir dann eben Entscheidungen in der Wissenschaft in die Öffentlichkeit tragen? Gibt es da irgendwie so einen Point? Nein, ich denke, das ist nicht an den Wissenschaftlern oder an mir zu entscheiden, sondern ich denke, wichtig ist es eben, die Unsicherheit zu kommunizieren, dass der Laie auch, mit dem man die Öffentlichkeit, mit denen man kommuniziert, sehen, was ist gesicherte Erkenntnis und was ist spekulativ. Beispiel, ich habe ja viel zum möglichen Abreißen der Nordatlantikzirkulation geforscht und habe dazu eben auch immer öffentlich gesagt, dass das ist jetzt keineswegs das wahrscheinlichste Szenario, das ist ein prozentual relativ kleines Risiko. Ich habe früher geglaubt, das sei im einstelligen Prozentbereich. Heute bin ich da nicht mehr so sicher, ob es nicht doch deutlich größer ist. Aber meine Auffassung war, persönliche Meinung dazu war immer, dass auch ein Risiko im einstelligen Prozentbereich, wenn die Folgen verheerend sind, eben auf jeden Fall sehr ernst genommen werden muss. Wer würde in einen Flieger steigen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1%, dass der abstürzt? Das würde natürlich jeder für ein viel zu hohes Risiko halten. Also wir müssen auch Risiken kommunizieren, die keineswegs gesichert, sondern einfach ja nur Risiken sind. Und der Weltklimarat IPCC hat ja sogar eine formalisierte Wahrscheinlichkeitssprache eingeführt, wo man weiß, wenn es heißt very likely, dann sind es 66% Eintrittswahrscheinlichkeit. Wenn es extremely likely sind, glaube ich, 90%. Also das steht da aufgeschlüsselt in den IPCC-Berichten, was die Wahrscheinlichkeitssprache konkret bedeutet. Und dann gibt es noch, das ist allerdings dann schon für den Laien wahrscheinlich schwer zu verstehen, eine Konfidenz. Also wie sicher bin ich, dass die Wahrscheinlichkeit wirklich 66% beträgt? Das ist dann auch noch also Medium, High, Low Confidence angegeben, damit man weiß, beruht diese Wahrscheinlichkeitsabschätzung eines bestimmten Risikos oder einer sonstigen Aussage jetzt auf viel oder wenig wissenschaftlicher Evidenz. Mit einem vielleicht etwas kleineren Risiko können wir aber sagen, dass wir zum Beispiel aus der Kohle aussteigen müssen. Das ist ja, hat sich ja lange schon auch bewiesen als der
wohl richtige Weg. Das führt aber ja dazu, dass zum Beispiel Menschen ja auch ihre Arbeitsplätze verlieren. Wie muss man da aufpassen, dass es eben nicht durch Wissenschaft auch zu Spaltungen in der Gesellschaft kommt? Sehen Sie das auch als Teil Ihrer Rolle oder dass man das bedenken muss bei dem Veröffentlichen? Ja, also das ist jetzt nicht mein Metier als Grundlagenforscher, weil ich erforsche ja einfach, wie funktioniert das Klimasystem. Aber die Kollegen, die eben, ich habe ja das Beispiel genannt, so Politikvorschläge machen wie CO2-Bepreisung, die dann auch Auswirkungen haben oder einen Kohleausstieg empfehlen, natürlich bedenken die mit, auch wie man das sozial abfedern kann. Und das geht aber dann natürlich sehr schnell auch in den Bereich der Politik über, die letztlich dafür verantwortlich ist, diese Strukturpläne aufzustellen, wie man die Energiewende sozialverträglich umsetzen kann, auch für betroffene Regionen. Gerade wenn man versucht, so sehr transparent auch mit den Unsicherheiten oder eben auch Gewissheiten der eigenen Forschung umzugehen, wie der IPCC es macht oder so, wie, so war meine Wahrnehmung, Christian Drosten es auch während der Pandemie immer wieder versucht hat. Also ich finde das großartig, ich glaube Cornelius, du findest es großartig, die meisten von uns finden es großartig. Gleichzeitig, als wir uns vorbereitet haben, haben wir darüber gesprochen, ob das nicht auch quasi eine Flanke eröffnet für Kritiker, die dann sagen, ja, aber eigentlich so richtig sicher können wir doch noch nicht sein. Und vielleicht bleibt ja noch so ein kleiner Rest, dass wir denken, ah ja, komm, vielleicht müssen wir doch noch nicht handeln. Wie können wir versuchen, wissenschaftlich sauber zu sein, Risiken und auch den Sicherheitsgrad von Risiken transparent zu kommunizieren und trotzdem eben deutlich zu machen, das sind wirklich Ergebnisse, auf denen wir handeln sollten und bei denen wir uns jetzt nicht darüber unterhalten sollten, dass 2% Unsicherheit verbleiben. Ja, das eine ist natürlich, die Unsicherheit ist nicht unser Freund, sondern die geht oft sehr stark in die Richtung, dass es noch deutlich schlimmer sein könnte, als es wir in unseren wissenschaftlichen Projektionen erwarten. Das hat sich ja bei verschiedenen Themen gezeigt, zum Beispiel bei meinem Forschungsthema, einem meiner Forschungsthemen, dem Meeresspiegelanstieg, dass der Weltklimarat IPCC sich in den letzten Berichten immer wieder nach oben korrigieren musste, was die Risiken des Meeresspiegelanstiegs und den wahrscheinlichen Meeresspiegelanstieg angeht. Und im letzten Bericht wird ja gesagt, das kann bis 2100 können wir auch mehr als 2 Meter Anstieg nicht ausschließen und bis 2150 sogar mehr als 5 Meter Anstieg. Eine völlig katastrophale Entwicklung wäre das. Und sowas hat der IPCC früher nicht gesagt. Ich wurde noch kritisiert, als ich glaube, das war im 4. Bericht, als der rauskam, hat der IPCC sowas wie bis 60 Zentimeter Anstieg bis 2100 erwartet und viele Kollegen fanden das zu übervorsichtig. Ich habe damals ein Paper veröffentlicht, wo ich gesagt habe, es könnte aber auch 1 Meter werden, also nach oben hin, in Richtung oben ist das doch ziemlich unsicher, wurde da zum Teil in den Medien stark dafür angegriffen. Aber letztlich war es so, dass der beobachtete Meeresspiegelanstieg schon relativ rasch einfach die Projektion überholt hat und wesentlich schneller vonstatten ging, als das die Forschung erwartet hat. Also Punkt ist nur, die Unsicherheit geht eben leider auch in Richtung, es könnte schlimmer kommen. Man denke an Methanfreisetzung, ist in den Szenarien gar nicht richtig berücksichtigt bisher, weil man es nicht quantifizieren kann. Und der zweite Punkt ist natürlich tatsächlich, Sie haben es schon angesprochen, wie sicher muss man eigentlich sein? Ja, würde ich neben einem Kernkraftwerk wohnen, wenn Wissenschaftler sagen, das hat 80% Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 10 Jahren ein GAU passiert mit Kernschmelze, warte ich dann, bis es 99% sicher ist, bevor ich was dagegen unternehme? Das wäre ja absurd, das würde niemand tun. Aber beim Klimawandel klammern sich viele Leute, wenn es eben nur 95% sicher ist oder so, an den Glauben, ja, vielleicht passiert es ja doch alles nicht so, wie die Wissenschaft sagt und wir machen einfach weiter wie bislang. Aber woher kommt denn dieser
nicht dieser, also ist es dann, dass es am Willen, am Glauben fehlt? Ist es, dass es zu abstrakt sind, dass es vielleicht ein Level ist, bei dem eben Zahlen, viel mit Zahlen ja auch wirklich gesprochen, nicht rumgeworfen wird, aber bei dem es vielleicht auf einem Level zu abstrakt ist, dass das noch nicht gefühlt werden kann, dass der Klimawandel schon stattfindet und dann irgendwann zu spät ist? Ja, ich denke, das ist sicher ein Punkt. Ja. Viele Menschen denken, und das ist zum Teil natürlich auch ein Kommunikationsproblem, auch der Medien, vielleicht zum Teil auch der Wissenschaft, die Menschen denken, ach, der Klimawandel, das ist sowas, das betrifft die Eisbären in der Arktis oder so. Inzwischen ist, glaube ich, den meisten klar geworden, nein, es geht beim Klimaschutz genau wie in der Corona-Pandemie um den Menschenschutz im Wesentlichen. Es geht darum, menschliches Leid zu verhindern. Und das sieht man ja, wenn man jetzt eine Flutkatastrophe wie im Ahrtal anschaut oder sich ansieht, wie Puerto Rico durch einen tropischen Wirbelsturm zerstört wird. Und trotzdem vergessen die Menschen das dann auch wieder sehr schnell. Das wundert mich immer. Ich meine, wir hatten 2002 eine verheerende Elbeflut, wo Dresden unter Wasser stand. Im Jahr drauf, 2003, den sogenannten Jahrhundertsommer, den Hitzesommer, der in Europa 70.000 Menschenleben gekostet hat. Und das war sehr konkret. In den Nachrichten waren Bilder von Paris, die gekühlte Zelte im Umland aufgestellt haben, um die vielen Särge aufzunehmen, weil die Leichenhäuser völlig überfüllt waren. Das erstaunt mich einfach, wie schnell die Menschen sowas dann einfach wieder vergessen haben nach einem Jahr oder so. Und die Politik nicht wirklich die Konsequenzen daraus zieht. Also gerade wenn man an diesen Jahrhundertsommer in Anführungszeichen 2003 denkt, der inzwischen ja auch schon übertroffen worden ist in Europa, aber der Mortalitätspeak in Frankreich während dieser Hitzewelle war wesentlich höher als der während der Corona-Wellen. Hat nur nicht so lange gedauert, weil die Hitzewelle eben nur 2 Wochen lang ging, dann war sie wieder vorbei. Aber die Übersterblichkeit war wesentlich größer vom Peak her und trotzdem ist letztlich nicht viel Klimaschutz daraus abgeleitet worden. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als wäre einer der Unterschiede zwischen der Pandemie und dem Klimawandel, dass die Gefahr für das eigene Leben viel unmittelbarer erschien, für tatsächlich die gesamte Bevölkerung während der Pandemie, als es jetzt eben dann für den Klimawandel erscheint, auch wenn wir sowas haben wie Hitze-Events oder Fluten, die dann einzelne Gruppen betreffen. Dazu kommt ja vielleicht auch noch, dass ein Großteil der Effekte vor allem Menschen betreffen wird, die heute noch gar nicht geboren sind. Das heißt, das macht es vielleicht noch mal abstrakter und mich wundert immer, dass das gar nicht so richtig gut funktioniert, dann deutlich zu machen, aber dass man eben auch eine Verantwortung gegenüber künftigen Generationen hat, so ähnlich wie es sich, glaube ich, wundert, wie schnell wir vergessen. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, wie schaffen wir es, diesen Stimmen, diesen Menschen, die noch nicht geboren sind, letztendlich zu ihrem demokratischen Recht zu verhelfen, auch gehört zu werden, wenn sie selber jetzt noch keine eigene Stimme haben und vermeiden gleichzeitig, dass sich die Menschen, die heute schon unter den Folgen des Klimaschutzes leiden, Beispiel Kohle, noch weiter abgehängt fühlen. Haben Sie da Ideen oder Wünsche vielleicht an die politische Umsetzung? Ja, also zunächst mal würde ich dazu noch sagen wollen, dass auch Menschen, die schon etwas älter sind, so wie ich bin auch schon über 60, keineswegs vor den Folgen gefeit sind. Also man darf nicht denken, ach, das trifft jetzt meine Kinder und Enkel nur, sondern ich will auch noch 20 Jahre mindestens leben und mache mir wirklich Sorgen, ob ich noch einen friedlichen Ruhestand erleben kann, wenn wir die Erderwärmung nicht schnell abbremsen. Und Sie haben aber vollkommen recht, es wird viele Generationen nach uns betreffen. Wir haben zum Beispiel in einer Studie gezeigt, wir können ja inzwischen die Eiszeiten simulieren für die letzten 3 Millionen Jahre, weil der Antrieb ist bekannt, die Erdbahnzyklen, der lässt sich mit astronomischer Präzision auch in die Zukunft vorausberechnen. Und wir wissen, die nächste Eiszeit wäre von den natürlichen Zyklen her in 50.000 Jahren fällig, aber wahrscheinlich haben wir sie bereits verhindert, weil die CO2-Erhöhung
von dem, was wir jetzt schon ausgestoßen haben in die Atmosphäre, auch in 50.000 Jahren noch so groß sein wird, dass man auf diesem erhöhten CO2-Level keine neue Eiszeit mehr erwarten kann, trotz der natürlichen Erdbahnzyklen. Also die Folgen, die wir gerade verursachen durch den CO2-Ausstoß, werden Zehntausende von Jahren in die Zukunft wirken und zum Beispiel dazu führen, dass der Meeresspiegel jahrtausende lang weiter ansteigt. Das heißt, wir haben nicht einfach mal 1 Meter höheren Meeresspiegel und dann ziehen wir uns da ein bisschen von der Küste zurück, sondern er wird immer weiter ansteigen. Man kann gar nicht mehr langfristige Infrastruktur wie Städte, Flughäfen, Kraftwerke und so weiter direkt an die Küste bauen in einem Klima, wo der Meeresspiegel nie stabil wird, jedenfalls nicht auf die nächsten Jahrtausende gesehen, weil es einfach so lange dauert, bis die großen Kontinentaleisschilde auf Grönland und der Antarktis zurückschmelzen, entsprechend dem künftigen höheren Temperaturniveau. Also selbst wenn wir die weitere Erwärmung stoppen, steigt der Meeresspiegel jahrtausende lang weiter. Das heißt, es reicht wirklich extrem weit in die Zukunft hinein. Wie berücksichtigen wir das? Also ein ganz wichtiger Schritt war natürlich das Verfassungsgerichtsurteil, das gesagt hat, wir müssen die Interessen der künftigen, zumindest der Kindergeneration, hier in der Politik berücksichtigen. Der Schutz deren Freiheiten, das ist auch eine Verpflichtung für eine Bundesregierung. Das finde ich wirklich bahnbrechend. Ansonsten ist ja schon empfohlen worden, so eine Art Parlament für Nachhaltigkeit, für Generationengerechtigkeit einzurichten, was praktisch zu Entscheidungen, die künftige Generationen betreffen werden, dann zumindest seine Meinung abgeben wird, also vielleicht eine aufschiebende Wirkung hat. Also es ist meines Wissens nicht vorgeschlagen worden, dass ein solches Parlament, was nicht gewählt wäre, sondern aus durch Zufall bestimmten Bürgern besteht und einfach so einen Generationenrat darstellt und nur prüft, ist hier Generationengerechtigkeit betroffen, vielleicht verletzt durch Gesetzesvorhaben und dann dazu Stellung nehmen kann, ohne damit das letzte Entscheidungsrecht dem gewählten Parlament wegzunehmen. Das finde ich zum Beispiel auch ein ganz gutes Konzept, weil im jetzigen System die Langfristperspektive eben oft stark unterbewertet wird, weil anders als bei Corona die Politiker, die heute Fehlentscheidungen treffen, deren Auswirkungen gar nicht mehr zu ihrer Amtszeit zu spüren bekommen, weil das Klimasystem eben zeitverzögert und träge erst reagiert. Und bei Corona war es so, wer das versemmelt, wird sofort bestraft, wie Bolsonaro mit der hohen Sterblichkeit im Land. Bei der Klimakrise ist die Politikergeneration längst in Rente, wenn die Hauptfolgen von ihrem Tun dann jedem offensichtlich werden. Wir hatten vor 2 Tagen hier die Eröffnung der Konferenzwoche und haben da auch mit einer Friedensforscherin gesprochen. Und sie hat uns eben gesagt, jetzt mit den ganzen Sanktionen, die zum Beispiel jetzt in der Ukraine getroffen werden, dass das natürlich auch vielfältige und starke Auswirkungen hat auf andere Bereiche, zum Beispiel weil Kosten, Gelder verschoben werden, weil plötzlich ganz neue Beziehungen da auftauchen. Gibt es etwas, was Sie sagen, was der Krieg in der Ukraine jetzt zum Beispiel für den Klimaschutz bedeuten könnte? Also wenn man es negativ sieht, würde man sagen, der Krieg in der Ukraine zieht wieder jede Menge Aufmerksamkeit, auch Geldmittel ab. Man denke nur an 100 Milliarden, die dann in Aufrüstung gesteckt werden sollen. Wenn man es positiv betrachtet, kann man sagen, dass es, glaube ich, jetzt sehr vielen Menschen klar geworden ist, dass unsere Abhängigkeit von fossilen Energieimporten sehr schlecht ist und unsere Handlungsfähigkeit wirklich stark einschränkt, was einfach ein zusätzlicher Grund ist, die Energiewende noch stark zu beschleunigen, neben dem Klimawandel. Und man sieht natürlich jetzt auch, dass Autokraten, die von fossilen Energien leben, auch einfach eine Gefahr darstellen für die Gesellschaft. Da ist Russland ja nicht unbedingt das einzige Beispiel, sondern kann man auch an Arabische Emirate denken. Es ist immer gefährlich, wenn Staaten
einfach vom Verkauf von Ressourcen leben. Das ist ja unter Sozialwissenschaftlern als Resource Curse, also Ressourcenfluch, bekannt. Das führt häufig zu Kleptokratie und autoritären Systemen. Und auch das ist natürlich ein Grund, sich nicht von fossilen Energien abhängig zu machen, sondern sich so schnell wie möglich davon zu befreien. Würden Sie sagen, dass wir uns jetzt gerade schnell genug davon befreien können? Oder kann das tatsächlich jetzt nochmal konkret in der Situation ein Druckmittel werden? Also in welchen Zeithorizonten reden wir, wenn wir sagen, wir wollen es versuchen, unabhängiger zu machen von fossiler Energie? Naja, also soweit ich orientiert bin, ich bin jetzt kein Energieexperte natürlich, aber es ist anscheinend nach dem, was ich gelesen habe, schon schwierig, bis zum nächsten Winter sich jetzt unabhängig von russischen Gasimporten zu machen. Da muss man dann vielleicht tatsächlich überlegen, ob man vielleicht gewisse Einschränkungen in Kauf nimmt. Und das betrifft zum Teil natürlich die Industrie, vielleicht aber auch die Verbraucher. Ich habe auch schon meinen Heizungsthermostat mal 1,5 Grad runtergestellt, obwohl ich mit 100% Biogas aus Reststoffen heize, aber jedes bisschen weniger Gas, was man verbrennt, heißt letztlich natürlich auch, dass man weniger importieren muss. Und letztlich in Japan wurde ja auch nach Fukushima, als dann auf einmal ein großer Teil, ich glaube irgendwie 30-40% der Stromerzeugungskapazität ausfiel, weil die Kernkraftwerke alle abgeschaltet wurden, haben die Verbraucher das auch aufgefangen, indem sie eben entsprechend weniger verbraucht haben, die Werbetafeln nachts nicht mehr beleuchtet waren, lauter so Dinge. Ich glaube, man kann, wenn Not am Mann ist, können wir auch mit deutlich weniger Energie auskommen. Wir haben ja einen sehr erheblichen Anteil Luxusverbrauch, von dem viele ärmere Länder nur träumen könnten, von solcher Energieverfügbarkeit, wie wir sie haben. Ja. Wir sind schon ganz, ganz nah am Ende leider, obwohl wir noch, weiß nicht, wie viele Fragen wir hier gerne noch stellen würden. Aber wenn wir jetzt nochmal tatsächlich zu dem Thema des heutigen Tages, zu der Frage, die ja in der Überschrift steht, zurückkommen. Was lernen wir denn jetzt aus der Pandemie für den Klimaschutz? Können Sie uns da nochmal kurz und knackig sagen, was Sie und was wir mitnehmen sollten? Also ich glaube, ein Punkt ist, wir sollten nicht der Illusion der Unverwundbarkeit anhängen, wie wir dazu, glaube ich, in den reichen Industriestaaten eine Tendenz haben. Wir glauben, es wird uns immer so gut gehen wie jetzt. Wir sind es jetzt schon Jahrzehnte gewohnt, dass es uns sehr gut geht. Diese Illusion der Unverwundbarkeit sollte uns genommen sein und wir sollten einfach sehen, dass die Welt sich sehr schnell ändern kann, dass Risiken da sind und wir Vorsorge treffen müssen. Und was wir auch lernen, die Politik kann handeln, und zwar wirklich einschneidend handeln, wenn Not am Mann ist und wenn es um den Schutz von Menschenleben geht. Und warum sollte sie das bei der Klimakrise nicht auch tun können? Ja, das würde ich sagen, fast schön nochmal die letzte Stunde, die wir jetzt hatten, zusammen. Ja. Annika, wenn du willst, kannst du noch eine Frage stellen? Ja. Eine Frage, da können wir noch machen. Eine Frage noch. Eigentlich war das ja schon ein fantastisches Schlusswort. Aber ich habe gedacht, wenn wir Sie jetzt hier schon einmal in der Leitung haben, was sind Ihre nächsten Projekte? Woran arbeiten Sie gerade? In der Forschung, ja, im Moment gerade gestern Abend habe ich wieder ein kleines Modellchen programmiert, um zu verstehen die Veränderungen in den Nordatlantik, Meeresoberflächentemperaturen und was verraten die uns über die veränderten Strömungen dort. Okay, das ist sehr konkret. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie uns heute ein wenig geholfen haben, die Rollen Wissenschaft, Politik so auszulotsen und aber auch zu sehen, was wir eigentlich in den letzten Jahren gelernt haben und wo die Reise hingeht. Vielen, vielen Dank an Sie. Ja, Vielen sehr herzlichen gerne, Dank. hat Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall auch. Machen Sie es gut. Tschüss aus Lüneburg. Und vielen Dank Tschüss für Ihre aus Arbeit. Potsdam. Und Annika, auch an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Wir sehen uns morgen im Finale wieder. Genau. Denn das vielleicht auch nochmal zu sagen, die Leuphana Konferenzwoche hat ja ein volles Programm und eine große Mediathek, die besucht werden kann unter www.leuphana.de/Konferenzwoche.
Und dort gibt es nämlich eigentlich alle Aufzeichnungen, die hier im Studio passieren, alle Talks, alle Live-Sendungen noch in der Mediathek zu finden. Unbedingt sich das mal anschauen. Und falls man ein bisschen Sortierhilfe vielleicht vorher braucht, gibt es dort natürlich auch einen Blog, der von Studierenden der Universität geschrieben wird und verfasst wird. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, so ein bisschen sich einzulesen und gleichzeitig dann aber auch den Stream zu schauen. So rum. Genau. Und Annika, wir sehen uns dann morgen beim großen Finale der Verlangen des Salzkristalles. Und ich würde sagen, da machen wir uns jetzt schon mal ready für, oder? Nach Genau. dem Talk. Wunderbar. Dann macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns.